Willkommen zurück, meine lieben Wahrheitssuchenden, zu einer weiteren Reise auf Weisheiten zu mitnehmen. Heute tauchen wir tief in die Gedankenwelt des großen Sokrates ein, um die uralten, aber immer noch so relevanten drei Siebe zu erkunden. Bereit, deine Kommunikation auf eine neue Ebene zu heben? Aber mache dir vorher klar, Kommunikation ist nicht nur das, was wir aussenden, sondern auch, wie wir auf das reagieren, was andere sagen. Oft neigen wir dazu, auf Kritik oder Konflikte mit Lob oder Drohungen zu reagieren. Doch was, wenn wir uns stattdessen die Zeit nehmen, in die High Heels unseres Gegenübers zu schlüpfen und die Welt aus seinen Augen zu sehen? Bevor wir also zu den Weisheiten meines Urgroßvaters kommen, lass mich zuerst eine unterhaltsame Geschichte erzählen, die uns auf humorvolle Weise in das Thema einführt. Und wir beginnen mit einem Arschloch. Genauer gesagt, in die High Heels des jeweiligen Arschlochs zu schlüpfen und die Welt aus seinen Augen zu betrachten. Oder besteht deine Welt etwa nicht aus Dumpfbacken, Verbrechern, Kapitalisten, Kleingeistern, Egoisten und anderen dümmlichen Idioten? Du kennst also wirklich keine Dominanzkultur? Eine Welt, in der sich mehr oder weniger subtile Dominanzverhältnisse wiederfinden? In nahezu allen Formen menschlicher Beziehungen? Zwischen Eltern und Kindern, Lehrern und Schülern, unter Partnern, Freunden, Kollegen, im Verhältnis von Chefs zu ihren Angestellten und so weiter. Echt jetzt? Warum glaube ich es dir nicht? Oder gehörst du doch zu den wenigen Glücklichen? Dominanzverhältnis ist die Vorstellung eines allgemein gültigen, richtigen bzw. falschen Verhaltens. Dieses wird vermittelt durch bestimmte Werte, über die sich eine Gruppe von Menschen einig sind. Das nennt man übrigens Moral. In einem dominanzorientierten System gehen wir also davon aus, dass es eine richtige und eine falsche Art gibt, sich zu verhalten. So denken wir auch, gewisse Verhaltensweisen sind normal und andere unnormal. Wir versehen Menschen mit positiven und negativen Zuschreibungen, Schubladen und Etikettendenken. Wir gehorchen Autoritäten häufig aus Angst. Menschen in einem solchen System lassen sich auch durch Schuld, Scham, Pflicht, Forderungen, müssen, sollen und Verbindlichkeiten motivieren. Es stehen uns auch unterschiedliche Erziehungshilfen zur Verfügung, um andere Menschen dazu zu zwingen, sich unseren Vorstellungen gemäß zu verhalten. Scham, Schuld, Bestrafung, Belohnung. Im ganz normalen, alltäglichen Leben drücken sich diese Erziehungshilfen beispielsweise so aus. Wie kann man nur so unordentlich sein? Scham. Oder wegen dir habe ich die ganze Nacht nicht ein Auge zugetan. Schuld. Oder Alexander ist der beste Azubi, den wir je hatten. Ich bin stolz auf ihn. Lob. Eine Form der Belohnung, die auf sehr subtile Art eine Drohung enthält. Komm ja nicht auf die Idee nachzulassen, denn dann ist es aber aus mit unserer Freundschaft. Und ebenfalls sehr beliebt, wenn du dich nicht änderst, verlasse ich dich. Strafe.
Oder noch besser, wir wissen nicht, wie es ab morgen ohne sie sein wird, aber wir werden es versuchen. Drohung und Scham. Bei einer solchen Art der Orientierung an einem von außen gesetzten Urteil über richtiges und falsches oder gutes und böses Verhalten bleibt fast immer die Frage auf der Strecke, die für ein wirklich menschliches Miteinander entscheidend wäre. Na, was könnte das sein? Was ich selbst fühle und brauche oder andere tatsächlich fühlen und brauchen. Mach dir mal wirklich die Mühe, in die High Heels des jeweiligen Arschlochs zu schlüpfen und die Welt aus seinen Augen zu betrachten. Schwätz nicht, tu es. Na toll, und wie bitte soll das gehen? Genau jetzt kommen wir zu den 3 Sieben von Sokrates, die uns eine praktische Anleitung für bewusste Kommunikation geben. Kennst du die 3 Siebe von Sokrates? Wer kennt diese? Für all diejenigen, die das nicht kennen, hier eine kurze Darstellung. Die 3 Siebe sind eine interessante Methode, um unsere Kommunikation zu reflektieren, besonders in Bezug auf Worte und Meinungen. Hier sind sie. Das Sieb der Wahrheit. Bevor du etwas sagst, frage dich, ob es wahr ist. Sokrates ermutigt uns, nur Dinge weiterzugeben, von denen wir sicher sind, dass sie wahr sind. Das Sieb der Güte. Überlege, ob das, was du sagen möchtest, gut oder nützlich ist. Vermeide es, Dinge zu verbreiten, die andere verletzen oder gar keinen positiven Zweck erfüllen. Das Sieb der Notwendigkeit. Frage dich, ob es notwendig ist, das zu sagen, was du im Sinn hast. Manchmal ist Schweigen die beste Option, wenn Worte nicht wirklich gebraucht werden. Diese Siebe erinnern uns daran, bewusster und verantwortungsvoller mit unserer Kommunikation umzugehen. Wenn es also weder wahr ist, noch gut oder zumindest nützlich, warum solltest du es dann überhaupt erzählen? Jetzt kommen wir dazu, wie du sie auch heute noch anwenden kannst. Das Sieb der Wahrheit. Bevor du eine Nachricht oder Information weitergibst, überprüfe deren Wahrheitsgehalt. In Zeiten von Fehlinformationen und Fake News ist dies besonders wichtig. Wenn du über jemanden sprichst, stelle sicher, dass das, was du sagst, auf Fakten basiert und nicht auf Gerüchten oder Vorurteilen. Das Sieb der Güte. Denke darüber nach, wie deine Worte auf andere wirken. Bevor du Kritik äußerst, frage dich, ob sie konstruktiv ist oder ob sie jemand verletzen könnte. Verbreite positive Botschaften und teile Geschichten, die andere inspirieren und ermutigen. Das Sieb der Notwendigkeit. Überlege, ob das, was du sagen möchtest, wirklich notwendig ist. In vielen Situationen kann es sinnvoller sein, zu schweigen, anstatt sinnlos loszuplappern. In hitzigen Diskussionen oder Konflikten kannst du dich fragen, ob deine Worte zur Lösung beitragen oder die Situation eher verschlimmern. Das sind einige Beispiele, wie du die 3 Siebe in deinem täglichen Leben anwenden kannst, um deine Kommunikation bewusster zu gestalten und Missverständnisse zu vermeiden. Okay, das ist meine Seite. Was ich überprüfen kann, soll, muss, bevor ich eine Aussage in die Welt setze. Was aber kann ich tun?
wenn jemand anderes etwas sagt? Wie siebe ich seine Meinung? Wie erkenne ich oder wie prüfe ich, ob eine Nachricht wahr ist? Wie prüfe ich, ob eine Aussage oder eine Behauptung gut ist? Wie prüfe ich, ob eine Aussage oder eine Behauptung nützlich ist? Welche Fragen also und Gedanken führen mich zu den Antworten dieser Fragen? Gibt es so etwas wie eine Checkliste, um sich selbst diese Fragen zu beantworten, bevor ich dann tiefer in einen Dialog einsteige? Du möchtest also eine Checkliste oder Leitfaden, wie man Nachrichten und Aussagen auf Wahrheit, Güte und Nützlichkeit prüfen kann? Hier ist die Checkliste. Wahrheitssieb. Ist es wahr? Überprüfe die Quelle. Untersuche, woher die Information stammt. Ist es von einer vertrauenswürdigen Nachrichtenquelle, einer anerkannten Studie oder einer bekannten Expertenmeinung? Sei unbedingt skeptisch im Sinne von nachdenklich gegenüber dubiosen Quellen. Suche nach Bestätigung. Versuche die Information von mehreren unabhängigen, vertrauenswürdigen Quellen zu überprüfen. Wenn viele seriöse Quellen dasselbe berichten, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es wahr ist. Hinterfrage Absichten. Überlege, warum die Information verbreitet wird. Gibt es einen offensichtlichen Grund, warum jemand von der Wahrheit abweichen könnte? Sei kritisch bei Informationen, die einer Agenda folgen. Gütesieb, ist es gut? Denk an die Auswirkungen. Reflektiere, wie eine Aussage oder Handlung andere Menschen beeinflussen könnte. Kann sie Positives bewirken, wie Wissen teilen oder Hilfe anbieten, oder könnte sie negative Emotionen hervorrufen? Betrachte den Ton. Achte auf den Tonfall und die Wortwahl. Erkennst du herabsetzende oder verletzende Sprache? Oder versucht dein Gegenüber respektvoll und konstruktiv zu kommunizieren? Was macht es mit dir, wenn du diese Aussagen hörst? Frage nach Motiven. Überlege, warum jemand diese Aussagen machen möchte. Sind die Absichten positiv und konstruktiv? Oder könnten persönliche Interessen oder negative Emotionen diese Aussagen beeinflussen? Stell dir Folgendes vor. Wenn du diese andere Person wärst, welches Motiv hättest du, diese Aussagen zu machen, und wie fühlt es sich dann für dich an? Notwendigkeitssieb. Ist es notwendig? Prüfe den Kontext. Bedenke den Kontext, in dem du dich befindest. Ist dies der richtige Zeitpunkt und Ort, um diese Aussage zu machen? Manchmal ist Schweigen oder das Zurückstellen von Kommentaren die klügere Wahl. Denke darüber nach, ob Stille eine bessere Option sein könnte. Manchmal ist Schweigen die beste Antwort. Wenn es nichts Konstruktives beizutragen ist oder die Information nicht dringend benötigt wird, kann Stille eine gute Option sein. Überlege, ob die Information einen positiven Zweck erfüllt. Frage dich, ob das, was dein Gegenüber sagen möchte, einen positiven Nutzen hat. Hilft es überhaupt, ein Problem zu lösen oder Missverständnisse zu klären? Wenn nicht, kann es sinnvoll sein, es zurückzuhalten. Wenn es also weder wahr ist, noch gut oder zumindest nützlich, warum solltest du es mir dann überhaupt erzählen? Diese Fragen können als Leitfaden dienen, um Nachrichten und Aussagen auf ihre Wahrheit, Güte und Nützlichkeit zu überprüfen.
Sie können helfen, bewusstere und verantwortungsvollere Kommunikation zu fördern. Wenn jemand anderes etwas sagt, kannst du diese Checkliste verwenden, um Nachrichten und Aussagen auf Wahrheit, Güte und Nützlichkeit zu prüfen. Sie kann dir helfen, deine Gedanken zu strukturieren und bewusster auf Kommunikation zu reagieren. In diesem Sinne, Sokrates sagte einst, ein Leben, das nicht reflektiert wird, ist nicht lebenswert. In unserer modernen Welt der Information und Meinungen kann die Reflexion über unsere Worte und Gedanken der Schlüssel zur Klarheit und Weisheit sein. In dieser Welt voller Worte und Ansichten, lasst uns nicht vergessen, die Weisheit des Sokrates in unsere Herzen zu tragen. Denkt daran, bevor ihr Worte in die Welt entlässt. Sind sie wahr? Sind sie gut? Sind sie nützlich? Lasst uns die Kunst der bewussten Kommunikation kultivieren. Was habe ich davon, wenn ich es erzähle? Was hast du davon, wenn du es mir erzählst? Und damit sind wir am Ende dieser Reise durch die Gedankenwelt des Sokrates und die High Heels eines Arschlochs angelangt. Ich wünsche mir, ihr hattet genauso viel Freude daran wie ich beim Recherchieren, Schreiben und Aufnehmen. Aber das ist noch lange nicht das Ende unserer Reise. Dieser Kanal lebt von eurer Beteiligung und euren Themenwünschen. Lasst mich wissen, welche Themen euch interessieren, über welche Weisheiten ihr mehr erfahren möchtet und welche Fragen euch beschäftigen. Eure Anregungen sind Treibstoff für diesen Kanal. Schreibt eure Gedanken, Anregungen und Fragen in die Kommentare. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um keine unserer kommenden Weisheiten zu verpassen. Denn mein Motto Lernen durch Lehren ist eine wunderbare Herangehensweise. Durch das, dass ich anderen Wissen und Erkenntnisse vermittle, lerne ich selbst dabei und vertiefe mein Verständnis für die behandelten Themen. Es ist ein positiver Kreislauf des Wissens und der Weiterentwicklung. Das Teilen von Informationen und die Verbreitung von Wissen sind wertvolle Beiträge zur Bildung und zur Förderung des Verständnisses in der Gesellschaft. Ja, so denke ich eben. Weisheiten zum Mitnehmen. Bis zum nächsten Mal, bleibt weise und gewogen. Euer Georg Muratidis. Kommentare erwünscht. Ciao.